Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute habe ich ein rundum vollgepacktes Video für euch. Ihr wisst, ich versuche euch immer auf dem neuesten Stand zu halten, was im Universum Real Madrid passiert. Doch in den letzten Tagen passiert so viel, dass es sehr schwer ist, alle Themen in ein Video zu packen, ohne dass es 2 Stunden geht. Naja, wie dem auch sei, heute reden wir darüber, wie ist der letzte Stand bei Dani Ceballos, denn da gibt es Neuigkeiten. Dann reden wir über einen Spieler, der Dani Ceballos ersetzen könnte, denn aus dem Nichts kommt aus England die Information, dass Real Madrid anscheinend ein Auge geworfen hätte auf Kobbie Mainoo, die Entdeckung der Saison letztes Jahr bei Manchester United. Dann unterhalten wir uns aber auch über einen Namen, der uns gestern allen eingefallen ist. Was ist eigentlich los mit Nico Paz? Der zerschießt in Italien gerade die Liga, ist auf dem Weg, einer der besten Fußballer der Welt zu werden. Warum holen wir den nicht zurück? Da gibt es auch die neuesten Informationen und ich habe exklusive Bilder für euch vom Santiago Bernabéu. Langsam kommt der Umbau zu einem Ende und jetzt haben wir die ersten Bilder von außerhalb des Stadions und ich kann euch so viel verraten. Ich hatte Gänsehaut. Also, wie ihr hört, es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, und heute starte ich zunächst einmal mit einer Entschuldigung in dieses Video. Ich habe eure Kommentare gelesen. Was ist mit deinem Podcast Klein und Haarig? Wann kommt da die letzte Folge? Normalerweise sind die Hahn und ich da sehr zuverlässig. Immer montags kommt das Video, wenn Spotify es zulässt. Also das lag nicht an uns. Die letzten 2 Wochen konnten wir keine Aufnahme machen und das lag allein an mir. Zunächst einmal war ich einmal im Flugzeug und beim anderen Mal hat mein Internet nicht mitgespielt. Ihr wisst ja, was ich für ein Internet habe. Aber wir haben eine Lösung gefunden und die neueste Folge ist gestern auf Spotify erschienen. Ich hatte sehr viel Spaß bei der Aufnahme und ich hoffe, das kann ich euch auch vermitteln. Also hört da mal rein bei Klein und Haarig. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, wer es eventuell bereuen wird, Real Madrid zu verlassen oder nicht, das wird die Zeit zeigen, ist Dani Ceballos. Das aktuell größte Thema in der Welt rund um Real Madrid. Und gestern wurde nachgelegt, was ist der neueste Stand rund um Dani Ceballos? Hören wir da zusammen einmal rein. Guten Abend. Dani Ceballos, ist er dem Abschied von Real Madrid näher oder weiter entfernt? Näher dran. Die Königlichen sind äußerst optimistisch, den Transfer von Ceballos in den nächsten Stunden abschließen zu können. Zum ersten Mal in diesem Sommer hat Real Madrid ein echtes Interesse eines Vereins am andalusischen Spieler erhalten und teilt Olympique Marseille mit, dass sie eine Leihe mit einer Kaufpflicht am Saisonende akzeptieren. Das entspricht genau dem, was der französische Club gesucht hat und wir wiederholen, Real Madrid sagt, dass der Gesamtpreis des Geschäfts 15 Millionen Euro nicht überschreiten wird. Ich wiederhole, es handelt sich um eine Leihe mit Kaufpflicht. Xabi Alonso wollte nicht, dass der Spieler einfach so ausgeliehen wird. Das ist nicht der Fall, es ist eine Leihe mit Kaufpflicht. Es wäre der endgültige Verkauf von Ceballos, der Real Madrid verlassen würde. Es fehlt noch eine wirtschaftliche Einigung zwischen dem Spieler und Olympique Marseille. Sie haben bereits miteinander gesprochen. Wichtige wirtschaftliche Bedingungen müssen noch geklärt werden, aber wie wir bei Ser Deportivos gesagt haben, war es wichtig, das Gespräch am Nachmittag zwischen beiden Vereinen im Auge zu behalten und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass Real Madrid überzeugt ist, dass der Wechsel von Ceballos in die französische Liga noch vor dem Spiel Olympique Lyon gegen Olympique Marseille am Sonntag und vor dem Spiel Real Madrid gegen Mallorca am Samstag abgeschlossen werden kann. Ja, ihr habt es selber gehört. Gestern war das Thema ganz heiß. Im Laufe des Nachmittags, abends hieß es irgendwann, Marseille und Madrid scheinen sich nicht näher zu kommen, was die Zahlen angeht. Aber Dani Ceballos soll sehr gepusht haben. Es ist ein absoluter Wille zu wechseln, weil er unbedingt noch die Chance haben möchte, mit Spanien zur WM zu fahren. Und gezwungen mehr oder weniger vom Spieler finden die Mannschaften näher aneinander. Inzwischen hört man,
dass eigentlich Real Madrid sehr optimistisch ist, dass eine Lösung gefunden wird, dass Dani Ceballos also Spieler von Olympique Marseille wird. Ich habe euch gestern meine Meinung dazu schon gesagt. Ich habe gesagt, dass ich das Ganze für sehr wahrscheinlich halte. Vor allem, wenn ein Spieler wirklich gehen will, stellt sich Madrid eigentlich selten wirklich quer. Trotz alledem muss natürlich Marseille auch das zahlen, was Real Madrid verlangt. Aber ich glaube, die kommen zu einer Lösung. Ja, und wie im Vorspann schon gesagt, gibt es aus England neueste Informationen, wer der Ersatz sein könnte. Und der soll aus Manchester United kommen. Doch bevor wir uns die Informationen aus England anhören, möchte ich mich mit euch über ein anderes Thema unterhalten. Und zwar, ihr wisst, als ich noch ein sehr kleiner YouTuber war, war es für mich sehr schwer, über die Runden zu kommen. Fast genauso schwer wie jetzt meine Kilos abzunehmen. Und dann habe ich einen Partner gefunden, der mir mit beidem geholfen hat. Der auch einen kleinen Kanal eine Chance gegeben hat und der gleichzeitig mir auch geholfen hat, ein paar Kilo runterzukommen. Ich rede natürlich über Holy. Ja, und ich möchte euch kurz Holy vorstellen. Das ist eine richtig leckere Alternative zu den klassischen Energy Drinks, Limonaden oder auch Milkshakes. Aber das Ganze ohne Zucker. Und auch ohne künstliche Zusätze, finde ich persönlich extrem wichtig. Ihr habt die Wahl tatsächlich. Es gibt Energy Drinks in richtig geilen Sorten. Blueberry, Coconut, Eistee, Pfirsich, Wassermelone, Kaktus. Also das sind Energy Drinks, die geben euch einen richtigen Push. Aber wie gesagt, ohne Zucker, mein Personal Trainer hat es mir erklärt, der Insulinspiegel fällt danach nicht so schnell runter, also man hat nicht dieses Crash-Gefühl, was man ab und zu nach so einem anderen Energy Drink schon mal hat. Dann hat Holy aber auch zum Beispiel die Hydration-Variante, das ist zum Beispiel perfekt für Sportler oder für Sport oder an heißen Tagen, haben wir jetzt zurzeit genügend. Und was mir da zum Beispiel einfällt, ist Lime Mojito, das ist so der Geschmack, der mir am meisten schmeckt. Also und das Ganze ist sehr, sehr leicht und sehr, sehr erfrischend. Ja, und ich bin quasi der beste lebende Beweis. Ich trinke Holy fast täglich, also sei es ein Energy Drink oder was auch immer. Ich habe es euch schon mal erklärt, ich kann nicht nur den ganzen Tag Wasser trinken, aber jetzt habe ich endlich eine Alternative gefunden und meine Kilos gehen trotzdem runter, also es funktioniert, obwohl ich auch Milkshakes trinke, wie denn auch nicht, wie gesagt, kein Zucker. Und das Beste an allem, wenn ihr dabei noch Geld sparen wollt und den Kanal unterstützen, habe ich 2 Codes für euch. Zum einen, für jeden, der noch kein Kunde bei Holy ist, gibt es den Code ALAMADRI5. Dann kriegt ihr bei eurer ersten Bestellung 5 € Rabatt. Aber für die alten Hasen unter euch, die Holy schon oft bestellt haben, übrigens vielen Dank an alle, die meinen Code benutzen. Ich sehe das immer wieder, freut mich immer sehr. Könnt ihr den Code benutzen, ALAMADRI, dann kriegt ihr 10% auf jede Bestellung. Also, danke an jeden, der da mitmacht. Danke für diejenigen, die den Kanal unterstützen. Und ich wünsche euch einen leckeren Geschmack mit Holy. Ja, aber jetzt kümmern wir uns wieder ein bisschen weg von Holy. Gehen wir zu Kobbie Mainoo, dem Jungstar von Manchester United, der nicht gut in die Saison gestartet ist mit Manchester United und deshalb nach einem Ausweg sucht. Und da kommt anscheinend Real Madrid ins Spiel. Lesen wir uns den Artikel zusammen einmal durch. Ja, und wie ihr lesen könnt, die Information kommt vom Daily Mail. Exklusiv enthüllt. Real und Atletico Madrid schließen sich einer Reihe von Premier League Clubs an, die den Wechsel des Man United Außenseiters Kobbie Mainoo erwägen. Sowohl die Giganten von Madrid als auch zahlreiche Vereine der Premier League beobachten die Situation des Mittelfeldspielers Kobbie Mainoo von Manchester United. Laut Daily Mail Sports haben Real und Atletico ein Auge auf den englischen Nationalspieler geworfen, der unter Ruben Amorim um Spielzeit kämpft. Quellen haben verraten, dass ein Wechsel auf Leihbasis für die gesamte Saison für die Mannschaften in der spanischen Hauptstadt von Interesse sein könnte, da das Transferfenster am Montag schließt. Also, das ist die Information aus England. Kobbie Mainoo soll auf dem Radar von Real Madrid sein, vor allem jetzt, wo ein Dani Ceballos kurz davor ist zu gehen. Und jetzt meine Meinung. Also, der Transfermarkt nähert sich dem Ende, die Gerüchte werden immer wilder. Ich hätte nie gedacht, dass Real Madrid in Verbindung gebracht wird mit einem Kobbie Mainoo. Ich halte bisher sehr viel von dem Jungen. Ich glaube, er leidet ein bisschen darunter, dass er bei Manchester United spielt. Es ist unglaublich schwer, in den letzten Jahren bei Manchester United irgendwie herauszustechen. Doch der Junge ist mir immer wieder positiv aufgefallen. Nicht umsonst englischer Nationalspieler.
Der Wahrheitsgehalt halte ich für eher gering, bin ich ganz ehrlich. Ich möchte euch die Information trotzdem weitergeben. Aber sollte man einen Kobbie Mainoo tatsächlich für eine Saison ausleihen können, warum nicht? Denn in einer Saison öffnet sich ja dann ein neues Transferfenster und da klopft ja anscheinend schon ein Nico Paz mit ganz großer Kraft an die Tür von Real Madrid. Also eine Lösung für ein Jahr. Warum nicht? Meine Meinung, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wäre das einer für Real Madrid oder denkt ihr, wenn das bei Manchester United nicht schafft, wird es bei Real Madrid erst recht nicht schaffen? Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ja, und bevor wir zu Nico Paz kommen, dem großen Thema, da habe ich auch was Besonderes für euch. Der Junge, der dreht einfach in der Serie A durch. Der hat ein wunderschönes Freistoßtor gemacht. Aber vorher, der Assist hat mir noch besser gefallen. Aber wie gesagt, bevor wir dahin kommen, schauen wir uns erstmal das Training von Real Madrid an. Unsere Jungs hatten vorgestern trainingsfrei, haben gestern das erste Training gehabt, um sich auf das Spiel am Samstag gegen Mallorca vorzubereiten. Schauen wir uns das Training zusammen einmal an. One. Javi. Venga, juega con el agua, con la inercia. Un poco más lejos. Fuera. Eso. Ir atacando, ir atacando. Posiciones, buena carga. Sigue. Open up. Sí, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo, Fede, solo. 2. Eso es. Defiendo naranja. Ya hay vuelta. Dale, sí, segundo. Ja, ich hatte, wie ihr gehört habt, endlich wieder die Möglichkeit, den Originalton zu erhaschen. Das ist nicht sehr einfach und ich genieße einfach immer diese Trainingseinheiten mit dem Originalton. Man spürt den Fußball irgendwie anders, die Intensität, wie die miteinander hin und her rufen und was auch immer. Wie gesagt, ich habe dann das Gefühl, es mehr zu spüren. Aber vielleicht bin ich ja der Einzige, der diese Trainingseinheiten so genießt. Eure Meinung dazu? Ihr habt da unten eine Kommentarspalte. Ihr könnt das gerne reinschreiben. Im Endeffekt mache ich ja das, was ihr sehen wollt. Ja, und vor allem wollt ihr, glaube ich, jetzt auch langsam die Information zu Nico Paz. Aber vorher noch eine kleine Überraschung. Ich lasse jetzt mal parallel laufen die Bilder gestern Abend aus dem Santiago Bernabéu. Ich hatte euch gesagt, an der Außenfassade wird gearbeitet. Real Madrid hat davor, Bilder zu projizieren aus Spielszenen etc. Und es wurde sich lustig gemacht, dass das Stadion ja gar nicht so wäre, wie es am Anfang angepriesen wurde etc. Aber let Florentino Perez guck, wenn ich diese Bilder sehe, Gänsehaut. Im Endeffekt nutzen die das jetzt auch nicht nur, um aktuelle Spielszenen zu zeigen. Ich habe da, glaube ich, einen Arda Güler gesehen, einen Kylian Mbappé. Das Wappen von Real Madrid haben die eingeblendet. Auch alte Szenen, wie Madrid die Champions League gewinnt. Zinedine Zidane, alles Mögliche wurde da schon eingeblendet. Aber inzwischen nutzen die das auch schon für Werbung. Da steht da Next Match, nachdem das Wappen von Madrid wieder in dieser typischen 3D-goldenen Phase erscheint. Next Match gegen Mallorca wird schon an den Fassaden vom Santiago Bernabéu angekündigt. Also, ein toller Job. Das neue Santiago Bernabéu wird nicht nur von innen, sondern von außen das beste und modernste Stadion der Welt. Ich bin stolz, Madridista zu sein und wollte diese Bilder mit euch teilen. Ja, und jetzt kommen wir zum Hauptthema des Videos, Nico Paz. Ich finde, ihr habt lange genug gewartet. Dieser junge Argentinier ist uns gestern allen in den Kopf geploppt, als wir gehört haben, Dani Ceballos verlässt Real Madrid. Warum holen wir nicht Nico Paz zurück für 8 Millionen? Der Junge ist inzwischen mehrere Millionen, 50, 60, 70 Millionen wert. Real Madrid hat das Recht für 8 Millionen, ihn zu holen. Bevor ich euch meine Meinung gebe, hören wir uns die Information von Fabrizio Romano an. Nico Paz, was ist passiert?
Gestern, während Nico Paz ein Traumtor für Como schoss und weiterhin einer der Stars der Serie A ist, ein phänomenaler Spieler in dieser Saison, der super gestartet ist, kam gestern ein Angebot von Tottenham über 70 Millionen Euro für Nico Paz. Der Spieler hat abgelehnt, er möchte bei Como mit Cesc Fabregas bleiben, er möchte in der Serie A bleiben, aber er hat auch deshalb abgelehnt, weil er weiß, dass er ab 2026 sehr viele Chancen haben wird, Spieler von Real Madrid zu werden. Denn Real Madrid besitzt 50% an einem zukünftigen Weiterverkauf, hat Matching Rights. Daher hat der Club Como bereits mitgeteilt, dass das Angebot für den Spieler im Sommer zu 100% dasselbe sein wird wie das von Tottenham. Außerdem gibt es eine Rückkaufklausel, 10 Millionen Euro für 2026 für einen Spieler, der 70 wert ist. Also, was passieren wird, wie man mir erzählt hat, ist, dass Real Madrid diese Option im Jahr 2026 aktivieren wird. Aber sie werden auch Como entschädigen, weil sie 35 Millionen verloren haben. Dafür bekommen sie jedoch einen spektakulären Spieler wie Nico Paz. Ja, ihr habt richtig gehört. Tottenham hat noch einmal eine Schippe draufgelegt und hat 70 Millionen Euro für Nico Paz geboten. Doch der Spieler selber hat gesagt, nein danke, ich möchte bei Como bleiben. Und genau das Gleiche hat übrigens Nico Paz auch zu Real Madrid gesagt. Denn auch Real Madrid wollte Nico Paz zu diesem Transferfenster zurückholen. Aber Nico Paz hat gesagt, bevor ich bei Real Madrid diese Saison einer von vielen bin, ein Ergänzungsspieler, ein Rotationsspieler, möchte ich in dem Jahr vor der WM absoluter Stammspieler bei Como sein, einer der besten Spieler der Serie A und so die größtmöglichen Chancen haben, mit Argentinien zur WM zu fahren. Und ganz ehrlich, der Plan von Nico Paz ist mit so viel Gewicht, Aura, wie auch immer man das nennen möchte, in der Welt des Fußballs nächste Saison zu Real Madrid zu kommen. Der Präsident von Como, ich blende es euch ein, hat selber in einem Interview gesagt, ja, wir hatten diesen Sommer Angst, dass Nico Paz zurückgehen würde. Wir sind froh, dass er hier ist, aber er ist Nachwuchsspieler von Real Madrid und sein großer Traum ist es, für Real Madrid zu spielen. Also, die Karriere von Nico Paz, die führt in Santiago Bernabéu. Aber er möchte nicht einer von vielen sein. Er möchte eine tolle Saison bei Como machen, möchte mit Argentinien die WM so weit wie möglich zerschießen, um dann als Megatransfer ins Bernabéu zu kommen, damit er dann, wie gesagt, nicht einer von vielen ist, sondern dann auch eine wichtige Rolle in Real Madrid einnimmt. Und ich muss euch sagen, ich hatte es euch versprochen, ich lasse es mal so ein bisschen parallel laufen. Die Vorlage und das Tor, was er gegen Lazio Rom gemacht hat, zeigt, was der Junge für ein extra klasse Fußballer ist. Also der hat einen linken Fuß zum Einrahmen. Ich freue mich riesig darauf, diese Saison Spiele von Como zu sehen, alleine um Nico Paz zu gucken. Und ich glaube, er findet mit diesem Fußball sehr schnell seinen Weg zurück in Santiago Bernabéu. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Real Madrid sind Umgangsformen sehr wichtig. Real Madrid hat Como vor einem Monat ihr Wort gegeben und gesagt, ihr könnt diese Saison mit Nico Paz rechnen. Real Madrid würde einer Mannschaft wie Como nicht in den Rücken fallen und jetzt Nico Paz 5 Tage bevor das Transferfenster schließt, aus den Händen reißen. Und ihr habt auch schon selber bei Fabrizio Romano gehört. Real Madrid hat ganz einfach die Chance, einen Nico Paz nächstes Jahr für 10 Millionen Euro zurückzuholen. Trotz alledem wird Real Madrid Como mehrere Millionen dazu zahlen, einfach weil sie es wollen, als Entschädigung dafür, dass Como jetzt von Tottenham sich nicht ihre 35 Millionen Euro geholt haben. Also der nächste absolute Ehrenmove von Real Madrid. Real Madrid müsste das nicht machen. Real Madrid könnte auch einfach sagen, ja gut, egal was Tottenham will, der Spieler gehört zu 50% uns, wir sagen nein und wir haben die Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Millionen. Weißt du was, wir holen uns dieses Jahr den schon zurück für 8 Millionen. Como, ihr könnt uns mal aber so ist Real Madrid nicht. Real Madrid sind die Umgangsformen extrem wichtig. Und ich finde das, auch wenn ich Nico Paz gerne im Bernabéu sehen würde, finde gut, dass mein Verein so ein Ehrenverein ist. Ja, jetzt bin ich gespannt. Liege ich alleine mit meiner Meinung? Ein vollgepacktes Video. Lasst eure Meinung zu allem in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen und ein Follow da lassen wäre extrem gut, würde mich freuen. Und ich schlage vor, wir sehen uns morgen wieder mit einer Menge Themen. Bis dahin. Alama!